Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kanal Ehrlich Handmade. In diesem Video möchte ich mit euch zusammen so eine Handtasche oder auch Schultertasche häkeln. Die sieht einmal so aus, vorne, von der Rückseite. Das ist der Boden. Und so sieht die Tasche von innen aus. Ich gebe euch noch die Maße. Die Höhe von der Tasche ist 19 cm. Die Breite ist 24 cm. Der Boden hat die Länge von 23 cm und die Breite ist bei 12 cm. Ich habe die Tasche aus Textilgarn gehäkelt und ich habe einen Knollen von den Textilgarn verbraucht. Das sind ungefähr ca. 100 Meter und der Textilgarn ist in der Breite zwischen 7 und 9 Millimeter. Also ich habe ja einen Knoll genommen. Das ist jetzt ein Beispiel. Ich habe einen Knoll genommen, der 100 Meter hat und hat die Breite zwischen 7 und 9 Millimeter. Und als ich angefangen habe, den Körper oder die Wand von der Tasche zu häkeln, habe ich maximal an den Textilgarn gezogen. Das könnt ihr jetzt mal sehen, der Unterschied. Und ja, dadurch habe ich auch ein bisschen mehr von den Textilgarn gewonnen, weil das noch sich ein bisschen dehnt und ja in die Länge zieht. Also wie ich schon gesagt habe, ein Knoll von den Textilgarn habe ich verbraucht. Dann habe ich auch Ledersatz, Lederklappe und den Riemen. Sieht so aus. 2 Karabiner und da war ja auch noch so ein Magnetknopf dazu. Die ganzen Informationen dafür, was ich benutzt habe und verbraucht habe, werde ich unter diesem Video im Infobox alles aufschreiben. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Nachhäkeln. Meinen Taschenboden habe ich schon fertig gehäkelt. Einen Link dazu werde ich im Infobox unter dem Video mitteilen. Ich gebe aber allerdings noch mal die Maße, wie lang und wie breit der Boden ist. 24 cm ist die Länge und die Breite ist 12 cm. Bevor ich jetzt anfange an zu häkeln, möchte ich diese Runde mit nahtlosen Übergang beenden. Und ich mache es aber so, ich ziehe den Faden ein bisschen weit raus, gehe ich mit der Häkelnadel zwischen erste und zweite Masche unter diesen beiden Schlingen durch, hole mir den Faden und ziehe auf die Rückseite. Wichtig ist, die Schlinge, die hier jetzt entstanden ist, die gleiche Länge hat wie die Schlingen von der rechten Seite oder von der linken Seite. Dann, ich gehe mit der Hand in diese Schlinge rein, nehme den Boden und ziehe einfach unter durch.
Hier ist der Arbeitsfaden und ziehe dann an Arbeitsfaden. Da wird die Schlinge hier auch kleiner. Achte ich darauf natürlich, dass es hier nicht aufgeht. Und dann kann man wieder an den Arbeitsfaden ziehen und alles festziehen, dass es einmal so aussieht. Und von der Rückseite sieht es so aus. Jetzt beginnen wir mit der ersten Reihe. Hier haben wir die Reihe abgeschlossen und von da, wie ihr sehen könnt, kommt der Arbeitsfaden. Da gehen wir eine Schlinge weiter, unter diese beiden Schlingen durchgehen. Ich greife jetzt mit der Häkelnadel den Faden von oben und ziehe nach vorne. Da überkreuzt sich hier die Masche und dann beende ich die Masche so. Dann gehe ich weiter, unter beiden Schlingen von oben Faden holen und beide Schlingen jetzt zusammen häkeln. So entsteht die verdrehte Masche, wenn man den Faden von oben greift. So sehen die Maschen aus. Und das mache ich die ganze Runde. Unter jede diese Schlinge häkle ich eine verdrehte Masche. Also bis Ende der Runde häkeln. Ich bin jetzt an der Stelle angekommen, da wo der Reihenübergang war oder die Reihe abgeschlossen war. Ich gehe mit der Häkelnadel unter durch und sind jetzt diese zwei Schlingen, die vorne sind, und eine Schlinge. Also insgesamt sind das 3 Schlingen. Dann häkle ich die verdrehte Masche. So sieht es aus. Und hier ist genauso. Hier sind 2 Schlingen und unter ist noch eine entstanden, als wir den Reihenübergang gemacht haben und die erste Reihe angefangen haben. Unter alle 3 Schlingen gehen, Faden holen und die verdrehte Masche häkeln. Die Reihe 1 ist beendet. Ich werde jetzt weiter häkeln ohne Reihenübergang, also weiter im Kreis häkeln. Erste Masche von der ersten Reihe, das ist die zweite. Unter diesen beiden oder zwischen den beiden gehen, unter diesen beiden Schlingen, Faden holen und dann die verdrehte Masche häkeln. Wenn man ein paar Reihen im Kreis gehäkelt hat, ohne diesen Reihenübergang, man sieht ja nachher diesen Abstand gar nicht mehr. Also weiter häkeln in die gewünschte Höhe. Ich empfehle immer, nach jeder Reihe den Taschenboden so hinzulegen und mit den Händen ein wenig Taschenwand zu formen, wie es sein soll. Gut, und dann häkeln wir die Tasche weiter mit verdrehten Maschen in die gewünschte Höhe.
Ich habe jetzt die gewünschte Höhe von meiner Tasche erreicht. Ich habe insgesamt 17 Reihen hochgehäkelt. Dann habe ich angefangen, das ist die Rückseite. 17 Reihen habe ich gehäkelt und dann habe ich angefangen, die Reihe Nummer 18 zu häkeln und habe nur bis zu der Seite gemacht, habe die Tasche so zusammengelegt und ab dieser Seite fange ich jetzt die letzte Reihe zu häkeln, und zwar die Kettmaschenreihe. Mache eine Masche einmal ab und von da fange ich jetzt eine Reihe Kettmaschen zu häkeln. So sieht es aus und dann mache ich die ganze Runde. Die Reihe ist jetzt auch fertig und ich schließe jetzt die Reihe mit nahtlosen Übergang, also Faden abschneiden, Faden ziehen. Ich nehme jetzt auch eine kleinere Häkelnadel. Hier habe ich die erste Kettmasche gemacht, die lasse ich einmal aus. Ich gehe unter diese beiden Schlingen. Nehme mir den Faden und ziehe dann auf die Rückseite. Von der Rückseite steche ich jetzt die Häkelnadel da rein, wo der Faden rauskommt. Also da. So sieht es aus. Wieder Faden nehmen und auf die Rückseite ziehen. Jetzt ist die Reihe mit nahtlosem Übergang beendet. Dieses Endstück wird dann hier auf der Rückseite einfach in den Maschen versteckt. So, dann wird der Faden abgeschnitten und das große Teil von der Tasche ist jetzt auch fertig. Die Tasche ist soweit fertig. Jetzt wird noch die Taschenklappe angenäht. Ich lege jetzt die Tasche so zusammen. Ich drücke sie so zusammen flach. Nehme mir dann Taschenklappe und lege ich drauf, dass ich ungefähr weiß, wo ich das annähen möchte. Ich möchte die Taschenklappe zwischen die erste und die zweite Reihe annähen. Also in der Mitte zwischen diese und diese Reihe. Achte ich natürlich jetzt darauf, dass der Abstand von der Taschenklappe von beiden Seiten gleich ist, und ich nehme mir zur Hilfe dann auch noch Stecknadeln oder
Man kann auch Häkelnadel nehmen. Dass wenn man nachher die Taschenklappe annäht, dass die auch nicht wegrutscht. Man kann ja auch Reste von Wolle nehmen und die Seiten ein bisschen befestigen. Ich habe meine Taschenklappe so befestigt und annähen werde ich die mit Textilgarn mit Kettmaschen. Ich fange aber eine Öffnung vor der Öffnung, da wo die Klappe ist, zuerst an und ziehe mir den Faden nach vorne. So, dann gehe ich in die erste Öffnung von der Tasche und dann in die Öffnung da, wo die Tasche ist, hole mir den Faden, ziehe das einmal durch und mache dann die erste Kettmasche. Wichtig ist, wenn wir jetzt diese Klappe annähen, dass dieser Abstand an den Maschen nicht zu stramm ist, sonst wird sich die Klappe zusammenziehen und fängt an zu wellen und sieht nicht dann so schön aus. Also und so mache ich mit Kettmaschen die Taschenklappe anzunähen. Ich habe auch eine kleinere Häkelnadel genommen, dass ich ja hier durch die Öffnung ohne Probleme mit der Häkelnadel stechen kann. So, und so mache ich dann Schritt für Schritt, bis ich die Klappe angenäht habe. Mir fehlt noch eine Öffnung, dann bin ich ja schon fast fertig mit Annähen. Und die letzte Masche mache ich dann noch hier. Schneide jetzt den Faden ab. Ziehe den Faden hier raus. Und von der Rückseite, da wo der Faden auch rauskommt, mache ich den Faden auf die Rückseite. Dass das ungefähr von beiden Seiten gleich ist. Also hier und auch da. Und dann die Endstücke werden hier auf der Rückseite versteckt. Die Taschenklappe ist jetzt angenäht oder angehäkelt. Jetzt fehlt noch der Magnetknopf, den ich jetzt auch annähen werde. Ich mache die Klappe dann
nicht so weit nach unten, falls ich später irgendwas in der Tasche voll habe, dass die Klappe auch ein bisschen so Spielraum hat. Also ungefähr in diese Höhe werde ich dann meinen Magnetknopf annähen. Falls ihr solche Magnetknöpfe nicht habt, hier ist der so gemacht, dass der hier an diesem Lederteil anbefestigt ist. Man kann ja auch gucken, dass man 2 Streifen noch von Textilgarn, also 2 Streifen vom Textilgarn abschneiden. Hier, da wo diese Metallteile so ranlegen, also dass man insgesamt hier 4 Stück davon hat, also 2 von einer Seite und 2 von der anderen Seite. Dann biegt diese Metallteile zusammen nach innen und dann kann man auch so befestigen, Textilgarn auf die Rückseite dann ziehen und hier mit einem Knoten befestigen. Da ich jetzt so einen Knopf habe, werde ich den mit passender Farbe jetzt annähen und den Ergebnis zeige ich euch. Die Tasche ist jetzt fertig. Ich habe auch die Karabiner dran gemacht und den Taschengurt. Die Tasche sieht ja so aus von der Rückseite. Das ist der Boden. Man kann auch nach Wunsch die Taschenfüße befestigen. Es sieht jetzt die Tasche von innen so aus. Ich werde noch das Innenfutter hier annähen. Für die ganze Tasche habe ich jetzt verbraucht die ganze oder der ganzen Knoll von den Textilgarn. Das ist alles, was geblieben ist. Ich denke mal, das ist 1 Meter, 1,5 Meter. Mehr ist es nicht. Ja, von meiner Seite war es das schon. Ich hoffe, mein Video hat es euch gefallen. Ihr macht ja dann den Daumen hoch, meinen Kanal abonniert und ich wünsche euch auf der Stelle viel Spaß beim Nachhäkeln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!